ich gut verstehen. Die Einsamkeit des Landes. Aber sie haben die natürliche Grazie. Dieser Klamauk, da soll ein Mensch dabei tanzen können. Immer wie der Kerl dasteht. Als ob wir für ihn tanzen würden, anstatt dass er für uns spielt. Warum laufen Sie denn weg? Bleiben Sie doch da! Ach so, bleiben Sie doch! Wieso laufe ich nicht noch einmal über den Weg? Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen, ich habe mich vorhin dumm benommen. Es war nicht so schlimm, aber ein bisschen erschrocken bin ich schon. Ich bin ein bisschen verrückt. Ich finde diese Musik einfach schön. Bach, Mozart, Beethoven. Aber herrlich ist sie. Das bestreitet doch niemand. Aber wir können doch nicht wie Bach und Beethoven komponieren. Ich jedenfalls kann es nicht. Die Dinge in der Welt haben sich doch alle vollkommen geändert. Aber die Bäume, der Wind, das Meer, ist doch alles gleich geblieben. Ja, aber wir empfinden anders. Wir hören anders. Jeder Einzelne von uns hört anders. Kennen Sie eigentlich Merlin? Wer ist das? Ein Zauberer. Der hat schon vor 1000 Jahren die Stimmen der Wälder gehört. Der hat in die Geheimnisse der Welt hineingehorcht. Und hat er den Leuten auch die Dinge sagen können, die er gehört hat? Das weiß ich nicht. Ja, das ist das Entscheidende. Sich ausdrücken können. Erzählen Sie weiter von Merlin. Mehr weiß ich nicht. Unser Dorfschullehrer hat mir von ihm erzählt. Er hat übrigens auch nur alte Musik geliebt. Und Sie? Ich kenne ja keine andere. Ach. Dass die Menschen von heute sich nicht auseinandersetzen wollen mit dem Neuen. In unserer Zeit ist auch die Fähigkeit verloren gegangen, zuhören zu können. Na, als ich Ihnen zuhören wollte, haben Sie mich einfach weggeschickt. Seien Sie doch nicht so nachtragend. Es ist ja auch noch nicht fertig. Vielleicht wird es auch nie fertig. Warum nicht? Tja. Ich glaube schon, dass es fertig wird. Ich muss in den Zirkus. Sehe ich Sie wieder? Ja. Ich werde heute Abend was für Sie spielen, was Ihnen gefallen wird. Ist das Fräulein von Böhl? Wie lange ich trinke nicht. Wenn ich trinke, werde ich immer müde. Oh, ist das Gegenteil. Ja, zum Tanzen wird es hoffentlich nicht zu müde sein, liebes Fräulein. Darf ich bitten? Mary Liebesgeh tanzt mit dem Baron. Nanu, was ist denn das? Das kann man doch nicht tanzen. Nee. Ich dachte immer, wir wären hier beim Tanzabend. Das ist ja Musikverein.
Hören Sie sich das an. Ihnen gefällt das auch noch. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Wie finden Sie das, Miss Fräulein? Gefällt Ihnen das? Das ist mir schwer gefallen, das ist ja nicht auszuhalten. Ruhe! Ist hier kein Hoteldirektor? Kommen Sie doch mal her. Ist ja unglaublich, was dieser Musiker sich hier rausnimmt. Ja, warum spielen Sie denn nicht, was der Herr wünscht? Das ist ein Barmusikus. Sie haben zu spielen, was wir wünschen. Es steht nicht in meinem Kontrakt, Lärm für Betrunkene zu machen. Wir werden Ihnen zeigen, wie nüchtern wir sind. Um Gottes Willen, was haben Sie getan? Es lohnt sich doch nicht. Ja, es lohnt sich wirklich nicht. Ja, wissen Sie was, der kann auch bloß noch ausziehen. Ein interessantes Werk. Wir konnten uns jedoch nach reiflicher Überlegung nicht zu einer Übernahme Ihrer Sonate entschließen. Na, was sagst du dazu? Originell. Habe ich noch nie gehört. Und du, jetzt komm ich dran. Pass mal auf. Überschrift aus dem Musikleben. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir auf Hinweis Ihres Berufsverbandes wegen Ihres provozierenden Verhaltens Sie leider nicht verpflichten können. Hochachtungsvoll, bitte, hochachtungs. Du, ich werde jetzt mal sämtliche Agenten abklappern. Irgendwo wird bestimmt dezente Musik verlangt. Von Peter Brück and his Bobby. Naja. Viel Glück. Entschuldigen Sie bitte. Sie werden mich nicht mehr kennen. Aber natürlich, von der See. Ich hätte so gern Herrn Brück gesprochen. Das Wiedersehen wird ihm freuen. Glauben Sie? Ja. Ich war eigentlich sehr bedrückt, weil ich doch der Anlass zu dem ganzen Krach war. Aber wieso denn? Ja. Da ist er jetzt. Ja, grüß Gott. Ja, also ich habe noch Verschiedenes zu besorgen. Küss die Hand, junges Fräulein. Was machen Sie denn in Wien? Ich bin hier zu Besuch und ich habe gelesen, dass Sie hier spielen. Welchen Weg gehen Sie? Gehen Sie auch da? Ja, Gehen wir ein Stück gemeinsam? ja. Wollen wir uns nicht hierher sitzen? Sie schauen aber nicht sehr gut aus. Was wollen Sie von einem Barmusikanten? Das ist nichts für Sie. Womit soll ich mir denn mein Geld verdienen? Könnten Sie nicht einmal ein eigenes Konzert geben? Ein eigenes Konzert. Die Fantastereien eines Mädchens aus gutem Haus, das keine Ahnung vom Geld verdienen hat. Fräulein van Böhlen. Aber ich bin doch gar nicht... Ja, ich weiß, ich habe mich schon wieder vorbei benommen. Entschuldigen Sie bitte. Ich möchte mich sehr über Ihren Brief gefreut. Was macht eigentlich Ihre Musik? Ich musste sehr viel an Merlin denken. Dass Sie sich daran noch erinnern? Kann man nirgends etwas von Ihrer Musik hören? Oh ja. 50 Jahre nach meinem Tod. Kann das nicht ein bisschen früher sein? Na, wenn Sie wollen, kommen Sie am Sonntag. Girardi Gasse 12. Nun, wird es Ihnen gefallen, Fräulein van Böhlen? Bitte, nennen Sie mich doch Marie.
Es ist so neu und fremd für mich. Naja, es ist alles halb. Ich bin erst am Anfang. Ich weiß, was ich möchte, aber ich weiß nicht, ob ich es schon ausdrücken kann. Verstehen Sie? Es ist nicht so schwer, Sie zu verstehen. Wirklich? Dankeschön. Was ist denn? Wir gehen jetzt. Auf Wiedersehen. Peter. Ja, Ich gehe auch, Wiedersehen. Peter. Vielen Dank. Kann ich mich gleich anschließen? Bitte schön. Werden Sie wiederkommen? Wenn Ihnen daran liegt. Ich habe auf einen Menschen wie Sie gewartet. Du, ich habe ganz vergessen, Marie zum Konzert einzuladen. Die willst du einladen? Weißt du, wenn sie da ist, werde ich immer ganz ruhig. Ist doch merkwürdig, nicht? Ja, ist merkwürdig, ne? Du bist ein blöder Kerl. Das Konzert ist großartig arrangiert. Und dieser Pizzen ist ein Idiot. Eine schöne Platte, Herr Brück. So warten Sie doch ab, man kann doch nichts im Voraus sagen. Warten Sie das zweite und dritte Stück ab. Sie werden kein zweites und drittes Stück spielen, Herr Brück. Glauben Sie vielleicht, der Pitzner blamiert sich mit einem Konzert von 12 ganzen Zuhörern? Und wenn ein einziger draußen sitzt, so werde ich spielen. Verlassen Sie sich drauf. Aber nicht in einem Konzert von mir. Ich sage, das Konzert ab! Aus! Abgesagt wird! Herr Pitzner! Meine sehr verehrten Damen und Herren, infolge technischer Schwierigkeiten muss das Konzert des Herrn Peter Brück leider abgesagt werden. Maria. Und ich war so überzeugt, dass die Leute kommen würden, wenn Sie spielen. Kommen Sie, gehen wir. Und wie deine Mutter tot war? Warst du da mit deinem Vater allein? Allein war ich eigentlich immer. So bin ich wenigstens zu meinem Geigenspielen gekommen. Ein einziges Mal habe ich meinem Vater vorgespielt. Und hat er gemerkt, dass du begabt bist? Hat meine Geige zerdroschen. Schön, dass du da bist. Wir müssen weg von hier. Hörst du mir zu? Ja. Wir müssen irgendwo hin, wo uns niemand kennt. Wo ich arbeiten könnte. Ein paar Monate, ein Jahr. Ihr beide? Oh, das wäre wunderschön. Du darfst aber nur keine Angst haben. Ich habe keine Angst. Darf ich Ihnen einen Platz geben? Bitte, ich möchte dringend Herrn Brück sprechen. Ja? Ja, Marie! Wieso bist du denn heute schon da? Komm. Du, Peter, du hast gesagt, dass du weg willst von hier, irgendwo hin, wo du arbeiten kannst.
wo dich niemand stört und niemand kennt. Und dass du glücklich wärst, wenn ich bei dir wäre. Was ist das für eine Frage? Das weißt du doch. Ich will dir helfen. Aber ich muss wissen, hättest du den Mut, mit einer Frau wegzugehen, die nie wieder zurück kann? Denn ich könnte nie wieder zurück, Peter. Ja, du sollst doch gar nicht mehr zurück. Ich brauche dich. Gut, dann reisen wir morgen früh. Und das geht nicht. Ich bin doch noch 8 Tage hier im Engagement. Wir müssen aber morgen reisen. Aber ich muss doch erst irgendwo ein Geld auftreiben. Bitte überlass diese Sorge mir. Das ist doch unmöglich. Ich kann doch nicht von deinem Geld leben. Du. Ich möchte nur wissen, ob du zu mir stehst. Madame, gestohlen in den Tuileries. Wir sind schön. Hast du den Wohnungsanzeiger gefunden? Jawohl, Madame. Und auch eine Wiener Zeitung. Trotz Hundstagen großes Interesse für Briefmarken. Der Himberger Mörder im Kino. Große Sensation in Wien. Warum? Mit Hubschraubern von Wien in die Bundesländer. Postbeamtin unterschlägt 17.000 Schilling. Die traut sich was. Steckt sicher ein Mann dahinter. Wie viel Urlaub gebührt einer Hausgehilfin? Und so kann ich auch einmal in die Zeitung Bitte sehr. Ein Toter lebt weiter. Sag, können wir nicht bald von hier wegfahren? Hast du schon eine Wohnung für uns? Sofort, Madame, sofort. Ich habe das Orakel befahren. Aspirateur de Poussière, Staubsauger, 1200 meist nichts. Garenne de Lapin, Kaninchenzucht, 2000 auch nichts. Pension d'Enfamille, Bon Maison, kleines Haus in der Normandie, 400 Francs bei Madame, wie heißt sie, Madame Jobkel? Kleines Haus in der Normandie. Peter, je vous en prie, wollen Sie Kaffee, Fisch? Mein Mann isst sehr gern Fisch, aber wir sind leider arme Künstler. Oh, votre mari ist ein großer Künstler, ich weiß, er wird schreiben, große Symphonie. Symphonie Merlin, der Titelblatt ist fertig. Das Titelblatt und der Rest? Na, in 14 Tagen oder in 14 Monaten oder in 14 Jahren, Severien, ich bleibe hier. Je t'aime. Das Licht brennt ja noch. Woran denkst du? An dich. Ich bin ja da. Aber du bist nicht da. Du bist woanders. Ich weiß eigentlich gar nichts von dir, wo du früher gelebt hast. Ach, weißt du, ich habe eigentlich erst zu leben angefangen, als ich dich getroffen habe. Du bist sehr süß. Ein Engel, der vom Himmel gefallen ist. Oder vielleicht ist er doch irgendwo
Auf der Erde geboren? Hm? Mhm. Geboren bin ich schon. Das ist wenigstens etwas. Und wann, wenn ich fragen darf? In genau 3 Minuten. In 3 Minuten? Mhm. Was ist in 3 Minuten? Mein Geburtstag. Dein Geburtstag. Geburtstag. Ich gratuliere. Danke. Nicht schwindeln, du? Nein. So, hinsetzen jetzt. Ja. So. Oh, ist das schön. Peter. Oh, das ist lieb. Nein, jetzt musst du wegschauen, weil sonst kann ich nicht singen. So. Während ich im Garten stand, ist die Nacht gekommen, kam in dunkler Wolkenwand Stern und Mond geschwommen. Mond und Stern und Wolkenzug hielten mich gefangen, bis du leicht wie Vogelflug in mein Herz gegangen. Ich danke dir. Habe ich dich lange allein gelassen, Peter? Was hast du denn? Bist du traurig? Peter, wir müssen einmal ernstlich miteinander sprechen. Ui, gerade jetzt? Ja, gerade heute. Du weißt, ich kann nicht immer bei dir sein. Okay, plausch nicht. Bitte sei mal ernst. Was machen wir denn, wenn wir kein Geld mehr haben? Hast du noch immer keinen Anfang für deine Symphonie gefunden? Ich weiß, so etwas lässt sich nicht erzwingen, aber hier hast du doch Ruhe. Und hier hast du mich. Bitte versuch es doch endlich. Du hast ja recht. Also ich werde morgen anfangen. Heute habe ich Geburtstag. So werde ich heute anfangen. Sitzt du schon lange da? 3 Stunden. So? Ich muss dir was sagen. Ja? Ich bin so furchtbar glücklich. Und warum furchtbar? Du, wenn ich nicht so schmutzige Hände hätte, würde ich dich beinahe umarmen. Oh, die Hände sind ja gar nicht so schmutzig. Ich habe ja auch nur gesagt, beinahe. So, jetzt bist du da ganz schwarz.
Tagen hackst du Holz wie ein Verrückter. Da sehe ich doch wenigstens, was ich tue. Das kann doch nicht alles glatt gehen. Mir fällt dem nichts mehr ein. 4 Sätze sind doch fertig und der 5. wird bestimmt der schönste, ich weiß es. Du bist doch nicht objektiv. Eine Frau, die liebt, hat doch kein Urteil. Komm, gehen wir ein bisschen spazieren. Ich will Holz hacken. Ich bitte dich. Eine liebende Frau hat zwar kein Urteil, aber sie hat eine Verantwortung. So? Im Grunde hat jeder nur für sich allein die Verantwortung. Herr Peter, was ist denn? Hast du noch gar nicht geschlafen? Du hast mich in der Ruhe. Ist die Arbeit nicht weitergegangen? Du sei doch nicht verzweifelt. Das passiert doch jedem Künstler. Peter! Peter, nicht! Dass du das alles abgeschrieben hast? Ich schäme mich furchtbar. Ich lass dich jetzt lieber allein. Der Svenström ist in so viel. Svenström? Du bist doch der... Ist doch merkwürdig. Immer wenn etwas Entscheidendes für mich geschieht, taucht er auf. Damals bei meinem verunglückten Konzert und heute wieder. Weißt du, was ich an deiner Stelle täte? Ich würde einfach zu ihm fahren. Aber das hat doch gar keinen Zweck. Warum nicht? Deine Symphonie ist doch gut. Der kann doch moderne Musik nicht ausstehen. Kein Mensch auf der Welt wird ihn dazu zwingen, auf einen Blick in meine Partitur zu werfen. Peter! Woher weißt du denn, dass ich jetzt komme? Naja, das spürt man. Ne? Wo warst du denn? Was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Nur gewartet habe ich. Das heißt, ich habe noch etwas gemacht. Ich habe mit Madame Schopkel einen Mietvertrag abgeschlossen für das nächste Jahr. Ja, aber leider tritt er erst in Kraft, wenn meine Symphonie verkauft ist. Ach so, ich habe gedacht, es wird keiner deine Noten lesen. Na, heute bin ich schon etwas zuversichtlich. Ich auch. Vielleicht liest er sie schon. Wer? Svenström. Du warst bei ihm? Ja! Wir sind morgen beim Angesagt. Ist nicht wahr. Ja! Ich war so wahnsinnig, mir einzubilden, dass gerade Sie mich verstehen werden. Aber Sie wollen natürlich keinen Misserfolg riskieren. Es ist ja auch sicherer, 20 Jahre lang Beethoven zu dirigieren, statt sich mit dem Heutigen auseinanderzusetzen, mit dem Neuen. Aber Beethoven soll sich im Laufe der Zeit schon durchgesetzt haben. Nach diesen freundlichen Komplimenten habe ich nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich schmeiße Sie raus, oder ich führe Sie auf. Doch Sie brauchen sich nicht zu bemühen. Lassen Sie das liegen. Ich verstehe Sie sehr gut. Warum verstehen Sie mich nicht? Die Form ist zu lose, nicht genug entwickelt. Sie ist nur gereiht. Können Sie das nicht ändern? Nein, das ist meine Überzeugung und das bleibt so. Wenn man etwas sagen will, dann muss man es so sagen, dass es die Menschen auch verstehen. Aber das stimmt doch gar nicht. Wie viele hat man zuerst überhaupt nicht verstanden? Und dann wurden sie die Entscheidenden, die Richtunggebenden, auf die es ankommt. Wer langweilte Sie nicht manchmal, immer dasselbe aufzuführen, das so bewährte Alte? Das ach so bewährte, mein Lieber, darin sind die ewigen Gesetze enthalten.
die man immer wieder vor die Menschen hinstellen muss. Aber ihr mit eurem chaotischen Gestammel, davon ist unser ganzes Leben erfüllt. Ich bin nicht dazu da, das Chaos zu vermehren. Aber das Chaos ist da, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen. Man muss es ansprechen und gestalten. Und Sie müssen es versuchen. Wer denn sonst? Auch wenn Sie dabei draufzahlen. Kommen Sie mit. Bitte, kommen Sie auch mit. Besser, Sie bleiben hier. Meine Herrschaften, notieren Sie meine nächsten Pläne. 15. Cannes, 17. Paris, 19. Amsterdam mit Werken von Brahms, Schumann und Beethoven. Da mir aber vorhin mitgeteilt wurde, dass Beethoven schon seit längerer Zeit durchgesetzt ist, so habe ich mich entschlossen, ganz gegen meinen Willen und auch gegen meine Überzeugung, eine völlig moderne Musik aufzuführen. Die Symphonie heißt Merlin. Sie ist von einem noch unbekannten jungen Musiker. Er heißt Peter Brück. Alles andere kann Ihnen ja Herr Brück selbst erklären. Noch eines. Die Proben beginnen nächste Woche. Die Uraufführung ist, wenn wir, das Orchester und auch ich, diese neue Musik kapiert haben. Ja, warum packst du denn nicht? Fällt es dir so schwer, von hier wegzugehen? Bei mir eigentlich auch. Fällt sehr schwer, Peter. Ich muss dir noch was sagen. Ich kann nicht mit dir fahren. Wieso kannst du nicht mit mir fahren? Naja, wir haben doch kein Geld mehr. Na, ohne dich fahre ich nicht. Aber so viel Geld habe ich schon, dass du zu deinen Proben fahren kannst. Ich fahre doch auf keinen Fall allein. Ach, sei doch vernünftig, Peter. Ich könnte eventuell noch mit dir bis nach Paris mitfahren. Naja, na. Na, hast du so viel Geld, dass du in Paris dann irgendwo in einer kleinen Pension abstellen kannst? Ja, das hätte ich noch. Ja, ich werde halt versuchen, gleich nach meiner Ankunft, dass ich einen Vorschuss bekomme. Der Koffer ist noch nicht ganz voll, ich kann noch ein kleines von denen einnehmen. Ach, lass das doch, Peter. Ja, ich weiß nicht, wie man das macht. Handtuch, Rasierer, Seife, so. Das ist jetzt alles. Und das soll dich beschützen, solange ich nicht bei dir bin. Es gibt jemanden, der mehr Anspruch auf Dank hat als ich. Ja, ich weiß. Aber was soll ich tun? Sie hat auf keine meiner Briefe geantwortet. Haben Sie eine Nachricht? Ja, aber sie ist nur für mich bestimmt. Wieso nur für Sie? Ich glaube, es wird Zeit, dass ich einmal ein ernstes Wort mit Ihnen rede. Sie haben mit dieser Frau ein ganzes Jahr lang gelebt. Und Sie kennen sie nicht. Sie hat dieses Jahr mit einem großen Opfer erkauft, für das sie jetzt bezahlen muss. Was sollen Sie damit sagen? Herr Generalmusikdirektor, Sie müssen unbedingt noch mal raus.
Also, was hat Ihnen Marie geschrieben? Bitte sagen Sie es mir. Marie bittet Sie, sie nicht zu suchen. Ich bin, weiß Gott, nicht mehr jung. Aber erst jetzt habe ich gesehen, dass es Menschen gibt, die schenken können, ohne zu fragen, was kriege ich dafür. Sie sind zu beneiden. Suchen Sie den richtigen Weg. Sie werden ihn finden. Desidero organizzare un concerto con lei. Je voudrais arranger un concert avec vous, monsieur. I should like to arrange a concert with you. Ich möchte gerne ein Konzert mit Ihnen arrangieren. Darf ich Sie daran erinnern, dass ich damals als Erster Ihr Genie erkannt habe? Und dass ich der Erste gewesen bin, der ein Konzert mit Peter Brück gewagt hat? Ja, ja, ich erinnere mich. Genau. Dann wissen Sie sicher auch, dass ich damals ein großes moralisches und finanzielles Risiko auf mich genommen habe. Also vom moralischen Risiko wollen wir lieber nicht reden. Ich habe so meine Erfahrungen gemacht mit Leuten Ihres Schlages. Und was das Finanzielle anbelangt, so schreiben Sie mir die Ausgaben von damals heraus, die Sie hatten, und ich werde es Ihnen vergüten. Ja, die Kosten, das heißt, die Spesen sind damals schon bezahlt worden. Wieso, von wem? Von der Dame. Von welcher Dame? Fräulein van Böhlen, oder wie sie heißt. Ja. Sie sollten damals nichts davon erfahren. Und haben Sie eine Ahnung, wo sie jetzt ist? Ja, hier in der Nähe. Gintersdorf. Das ist ja nicht zu fassen, was Sie mir da erzählen. Naja, jetzt begreife ich vieles. Ich habe mir da einen Passierschein ausstellen lassen, damit ich Sie besuchen kann. Hier, Herr Brück. Dankeschön. Baumgarten? Ja. Sie bekommen Besuch. Es wurde ein Passierschein vorgelegt von einem Herrn Brandl. Brandl. Danke. Gehen Sie jetzt in die Besuchszelle.